Ja, so sieht es hier also bei der MojoCon aus. Im Moment laufen Workshops. Hier ist die Halle, wo Gadgets ausgestellt werden von verschiedenen Herstellern. Das sind Stative, das sind Mikrofone, das sind auch bis zu Drohnen, mit denen die mobilen Journalisten berichten. Es gibt hier auch nie die Situation, dass man hier alleine ist. Wer sich filmt, der wird gefilmt und gleich von einem Dritten wieder gefilmt. Ganz typisch bei der MojoCon. Typisch Mojo. Auch das ist ein sehr schönes Gimmick hier. Da stehen gerne die Mojos und machen dann ein Selfie von sich. Da brauchen sie noch nicht mal mehr ihr eigenes Gerät, sondern das macht das sozusagen automatisch. Und wir sehen da ist dann ein Foto gleich auch von diesem Gimbal, die 360-Grad-Kamera. So klein sind die also inzwischen geworden. Mit mir steht jetzt hier Max Richter von Insta360. Die zeigen hier eine große Kamera. Ne? Was kann diese Kamera mehr als die, mit der wir gerade gefilmt werden? Die ist eher für professionelle, ambitionierte Anwender von 360-Grad-Kameras gedacht. Die kann bis zu 8K-Auflösung aufnehmen, sowohl Fotos als auch Videos. Außerdem kann sie stereoskopisch aufnehmen, das heißt in 3D-Effekt erstellen. Da sind eine Menge Objektive hier dran. Das sind alles Objektive. Wofür braucht man so viele? Was passiert dann mit denen? Da wird ein Bild nachher draus gemacht? Genau, richtig. Das sind 6 Linsen, die wir hier verbaut haben. Aber im Endeffekt für den User kommt da nur ein fertig gestitchtes Bild aus der Kamera raus. Das ist cool, nur neue an der Kamera. Warum wir 6 Linsen verwenden, dadurch können wir eben wie den angesprochenen 360-Grad 3D-Effekt erstellen, weil wir hier quasi die Augen imitieren und durch diesen Perspektivenwechsel stereoskopische Szenen ermöglichen. Das muss man jetzt mal verstehen. Was heißt denn überhaupt 3D und 360 Grad? Geht das beides gleichzeitig? Was bedeutet das? Richtig, das bedeutet quasi, dass in dem Ausgabefile, in dem File, das wir ausgeben, 2 Bilder zu sehen sind. Und wenn man das dann auf einem VR-Headset anschaut, auf einer Brille, auf einer Virtual Reality-Brille, dann würde man quasi diese 360-Grad-Aufnahme nicht nur im Panorama sehen, sondern auch in 3D-Panorama. Jetzt sind ja auch Kameras zu sehen in ganz kleinen, die sind nur an den Smartphones dran. Wie war denn so die Reaktionen der Journalisten? Ich denke, das war ja auch für Sie wahrscheinlich zum ersten Mal so ein Gegenüber mit so vielen Journalisten, Richtig. Die Ihre Produkte benutzen. Haben Sie da neue Erkenntnisse gewonnen? Definitiv. Wir als Firma, wir sind stark auf dieses Feedback angewiesen, um unsere Produkte noch besser zu machen. Zum Beispiel haben wir Feedback über die Audioqualität bekommen, aber auch über Usability-Features. Was interessant war zu sehen, dass insbesondere Journalisten das Feature als Clip-on-Kamera richtig gut gefunden haben, weil sie einfach so noch einfacher und schneller 360-Grad-Aufnahmen auf Social Media, auf ihren eigenen Plattformen teilen können. Jetzt sind wir hier in einem Workshop. Da kann ich natürlich nicht so laut reden. Hier wird also heute gelehrt, wie man mit 360-Grad-Kameras dreht. Alles Anfänger, Livestreaming mit 360-Grad-Kameras war hier heute das Thema. Frank Lechtenberg, die MojoCon, Messekonferenz für mobilen Journalismus. Bringt die den Journalismus weiter? Gibt es hier interessante Entwicklungen? Ich denke, dass in diesem Jahr das Thema Content weiter im Vordergrund gerückt ist. Im vergangenen Jahr ging es hier sehr um Technik, um Apps, um solche Geschichten. Und seitdem jetzt quasi das Thema, wie bespiele ich diese Apps, wie kann ich also wieder journalistisch arbeiten, in den Vordergrund gerückt ist, finde ich, ist sie umso relevanter geworden. Relevanter in was? Was wird denn hier diskutiert? Also hier wird diskutiert, wie kann ich bestimmte Zielgruppen, auch jüngeres Publikum, was vielleicht nicht mehr mit den klassischen Medien erreichbar ist, tatsächlich ansprechen. Wie kann ich Interaktion, wie kann ich auch Bindung an ein Medienhaus vielleicht herstellen. Dann Stichwort Snapchat. Themen, die ich in meinem Alter nicht so auf dem Schirm gehabt habe, die hier aber wirklich kompetent auch vorgestellt werden, mit Best-Practice-Beispielen und die auch zeigen, dass selbst Medienhäuser wie ARD und ZDF in Deutschland das Ding schon auf dem Schirm haben. Ich glaube, das Besondere bei Snapchat, was viele Kollegen abschreckt, ist, du hast nur 10 Sekunden Zeit für jede Einstellung maximal. Du musst chronologisch erzählen und live. Das heißt, wenn ich eine Geschichte mache, dann muss ich jede Einstellung sofort posten und kann das nicht erstmal alles sammeln, nachträglich nochmal sichten und arrangieren. Nein, man muss sehr gut planen, um eine Story einfach live zu produzieren. Das heißt auch, dass die manchmal einfach schon halb online ist, während die andere Hälfte noch im Entstehen ist. Produzieren, ist das so typisch? Da habe ich irgendwie einen Laptop und schneide? Nein. Nee, also ich habe wirklich nur
mein Telefon und natürlich immer Battery Case, Akkupack, weil diese App ganz schön Batterie zieht. Aber sonst mehr brauche ich tatsächlich nicht. Ich habe diese App und kann damit jeden Snap sofort bearbeiten. Ich kann da drauf rumkritzeln, ich kann stickern, Emojis draufkleben, Text drüber machen, mit verschiedenen Filtern und Linsen arbeiten. Und genau das macht auch einen der großen Reize von Snapchat aus, dass man eben mit ganz anderen visuellen Elementen arbeiten kann. Wenn ich jetzt mal so an so einen Sender denke, der das irgendwie auch kontrollieren will, dann heißt das ja, so richtig editieren kann der das dann nicht nochmal, der kann das noch nicht mal abnehmen. Nee, der muss mir vertrauen. Was wir machen bei Hochkant, bei dem Format, bei dem ich für Funk arbeite, was wir entwickelt haben, das ist ein News-Kanal für 14- bis 19-Jährige, wo wir eben Nachrichten auf Snapchat machen. Und da ist es so, wenn ich Stories mache, dann bereite ich die natürlich vor. Ich überlege mir im Vorfeld, was wird so ungefähr die Storyline und die Dramaturgie, welche Informationen will ich da verpacken, wer sind die Leute, die ich treffe, an welchen Orten. Und das sind Sachen, die ich dann schon in der Redaktion abnehmen lasse. Aber ab da ist Freiflug. Ja, das ist hier so richtig typisch. Das ist einer der Workshops, die bei der MojoCon laufen. Man setzt sich zusammen, bespricht dann Themen. Die sitzen hier schon eine ganze Weile zusammen bei Kaffee und Tee und berichten über bestimmte Themen. What this workshop is about? Educators. This is like a breakaway. Okay. Educators talking about teaching mobile journalism. Ah ja, okay. Also hier wird darüber geredet, wie man mobilen Journalismus beibringt den Menschen. Also das sind alles Workshop-Leiter oder Ausbilder auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal in die große Halle der MojoCon. Hier war so der Interviewbereich. Ich glaube, da läuft auch gerade noch ein Interview oder wird zumindest eins vorbereitet von den spanischen Kollegen. Der Kollege sitzt eben mit seiner Kamera. Ja, also das war sie jetzt, die MojoCon 2017. Es steht hier noch Welcome, aber eigentlich nach 3 Tagen und einer Tag Zufahrt jetzt so die MojoCon beendet. Viele unterschiedliche Reaktionen gab es. Einige sagten, nächstes Mal, jetzt haben wir genug gesehen davon, brauchen wir nicht wiederkommen. Für andere ist das einfach so die Veranstaltung, wo man hinkommen muss zur MojoCon, um seine Kollegen zu treffen, um von denen zu lernen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und mit uns die MojoCon besucht haben.